Ich möchte euch heute einmal das Energiekonzept der Lalicorne zeigen, das Diagramm als Zeichnung der gesamten Verkabelung und der Lade- und Entladetechnik, dass es das im Internet so gut wie nie gibt. Hallo und herzlich willkommen an Bord der Lalicorne. Mein Name ist Christoph vom Hafenkino-Blog und wie ihr seht, leben wir auf dem Boot. Das Boot ist bewohnt, kann man glaube ich im Hintergrund sehen. Ich möchte euch heute einmal das Energiekonzept der Lalicorne zeigen, und zwar tatsächlich das Diagramm als Zeichnung der gesamten Verkabelung und der Lade- und Entladetechnik, auch weil ich festgestellt habe, dass es das im Internet so gut wie nie gibt, dass einem auch das Konzept gezeigt wird, was dahinter ist. Das fand ich für mich persönlich als Mangel und das möchte ich hiermit nachholen. Ich hoffe, ihr habt dafür Interesse. Ich finde das sehr interessant, sowas. Ich bin aber natürlich kein Elektriker, sondern ich bin Segler. Und was ihr hinter mir seht, das ganze Konzept, was ich euch zeige, fußt auf 5 Jahren Erfahrung mit Segelbooten, mit der Installation von Segelbooten, mit dem Betrieb von Segelbooten und auch eine Saison komplett autark vor Anker auf den Balearen. Da draus aus diesem Konzept, was wir auf dem alten Boot hatten, gibt es jetzt dieses neue Konzept auf dem neuen Boot und das zeige ich euch einmal. Trotzdem, da ich kein Elektriker bin und kein Spezialist, ist das sozusagen als Beispiel zu sehen und nicht als Anleitung, und ich kann natürlich auch keine Gewährleistung übernehmen. Also alles auf eigene Gefahr. Ich kann euch aber sagen, dass ich das Konzept mit befreundeten Seglern, Elektrikern durchgeguckt habe und wir keine weiteren Fehler gefunden haben. Wenn euch allerdings Fehler auffallen oder Unklarheiten oder ähnliches, dürft ihr es gerne in die Kommentare reinschreiben. Hinter mir seht ihr jetzt die Lalicorne. Wir haben einmal oben im besahen Mast ein kleines Solarpanel. Das wurde vom Voreigner installiert und lädt die Starterbatterie. Neu ist jetzt, dass wir 2 Solarflügel haben, am Heck seitlich und außen. Die nenne ich deswegen Solarflügel, weil das sind Paneele zum Hochklappen. Das sind 2 mal 110 Watt Solara-Module, mit denen sind wir sehr zufrieden. Wir haben jetzt bei dem Aufstocken für den Hecksolarträger allerdings einen anderen Weg beschritten. Wir haben Hausmodule oben drauf gelegt, hier aus einem lokalen Baumarkt in Barcelona. Das sind 2 mal 420 Watt Paneele von Ja Solar. Und die sind jetzt eigentlich erst seit 2, 3 Tagen in Betrieb, bringen aber wirklich viel. Also 2 mal 420 Watt und 2 mal 110 Watt ergibt 1060 Watt Solarleistung. Jetzt gehen wir mal rein und wir gucken mal einmal auf den Batteriemonitor. Wir haben kurz nach Mittag, so 2 Uhr. Wir liegen aber auch im Hafen, das heißt, wir haben eine Teilverschattung von den Solarpanelen und gucken mal, was da so übrig bleibt. Wir befinden uns jetzt in der Kombüse von der Lalicorne und ich möchte gerne wissen, was mit meinen Geräten passiert, wie viel geladen und entladen wird. Und es gibt da zwei Anzeigen, also ein Steuergerät, eine Anzeige. Die werden hier einen schönen Platz finden, da bin ich aber noch nicht dazu gekommen, deswegen sind sie jetzt im Moment provisorisch hinter dieser Klappe. Wir haben einmal das Übersichtspanel, der Touchscreen, der gehört zum Cerbo GX, und das Cerbo GX ist ja der Zentralrechner, der die ganzen Daten vom BMS, vom Multiplus, von den ganzen Ladegeräten verarbeitet. Also es gibt hier einmal die Gesamtübersicht und ich kann dann aber beliebig tief in jede einzelnen von diesen Punkten hineingehen, bis zum Beispiel das Solarladegerät hinten auf dem Solarträger liefert aktuell 560 Watt. Ich hatte gerade nachgeguckt und über 30 Ampere werden aktuell in die Batterie geladen. So, das ist wegen Teilverschattung vom Nachbarn. Nachmittags um 2 finde ich einen ganz guten Wert in der Marina, kann man nicht meckern. Das zweite Gerät, was wir daneben haben, ist das digitale Multicontrol. Und das steuert den Multiplus, weil der Multiplus ja im Motorraum ist und ich jetzt nicht rankomme, um ihn auszuschalten, umzuschalten und zu steuern und auch nicht sehe, was seine LEDs mir sagen wollen, gibt es sozusagen diese dezentrale Anzeige. Und damit kann ich den Multiplus anschalten, ausschalten oder auf nur Ladegerät schalten. Und ich kann über die LEDs eben auch sehen, ist er jetzt im Ladegerätmodus oder ist er im Invertermodus, und ich kann ihm auch über dieses Drehrad sagen, wie viel Landstrom er
überhaupt nehmen darf. Daneben befindet sich nochmal der Schalter, worüber ich steuern kann, ob der Landstrom hier überhaupt beim Multiplus ankommen soll oder nicht. Aktuell ist er abgeschaltet, wir sind also rein im Batteriemodus, weil ich noch im Testmodus bin. Ich befinde mich jetzt im Cockpit und bevor ich euch das Diagramm zeige, möchte ich euch einmal zeigen, was wir im Motorraum jetzt im Moment als Ist-Installation haben und auch ein Teil des Upgrades. Und hier hinter mir in der Wachskiste zeige ich euch, was wir an LiFePO-Installation haben. Und dann steigen wir ein ins Diagramm. Im Cockpit direkt neben dem Steuerstand befindet sich eine Wachskiste. Und in diese Wachskiste habe ich jetzt einen Teil der Installation eingebaut. Das hat den Grund, dass es den LiFePO-Batterien im Motorraum zu warm geworden wäre. Wir haben hier einmal Solarladeregler, hier haben wir die Sammelschienen auf der Seite, den Shunt und das B2B-Ladegerät und auf der Seite haben wir die Hauptschalter und das BMS und darunter den Cerbo GX. Zu den Hauptschaltern gehört auch der Hauptschalter für die bisherige Installation, für die Motorbatterien. Gehen wir einmal in den Motorraum. Wir haben hier im Motorraum einmal die 3 AGM-Batterien mit dem Hauptschalter. Und auf der Antriebswelle befindet sich eine Lichtmaschine, die die Propellerbewegung beim Segeln abnimmt und die in Gleichstrom verwandelt. Und hinter dem Motor, ganz am Ende in der Ecke, wo das schwarze Rohr verschwindet, befindet sich unten eine weitere Lichtmaschine. Und das ist die Lichtmaschine, die dafür zuständig ist, bei Motorfahrt die Drehung umzuwandeln in Gleichstrom. Außerdem haben wir hier unten ein kleines Ladegerät für die Solarzelle, die noch zu der bisherigen Installation gehört. Neu ist jetzt hinter mir einmal der Multiplus, der also dafür zuständig ist, 230 Volt in Gleichstrom zu verwandeln oder Gleichstrom in Wechselstrom zu verwandeln. Gehe ich gleich noch drauf ein. Wer sich damit auskennt, wird mir jetzt gleich sagen, der Multiplus hat im Motorraum nichts verloren und er liegt. Und beides ist richtig, das sollte er beides nicht tun. Für uns ist es dennoch trotz allem die beste Lösung, die wir im Moment an Bord haben. Wir werden den Multiplus nicht betreiben, wenn der Motor läuft und deswegen ist das für uns kein Widerspruch. Wir werden hier nicht die Wärmeentwicklung haben, die den Multiplus stören wird und die 3 Wochen Dauerbetrieb haben auch gezeigt, dass er sehr gut funktioniert mit den Temperaturen, die hier unten vorherrschen. Und das sind normalerweise 27 Grad, weil hier der Warmwasserbereiter auch ist, den wir ja gar nicht anhätten, wenn wir auf Fahrt sind. Neben dem Multiplus befindet sich dann noch der Solarladeregler für die große Solaranlage auf dem Heckgepäckträger. So, und jetzt gehen wir nach unten und ich zeige euch das Diagramm. Bitte seid ein bisschen gnädig mit mir, ich bin nur Segler und kein Elektriker. Fangen wir an mit dem Konzept von der Lalicorne. Hier ist ein Aufkleber drauf, damit ihr euch noch gar nicht mit dem Inhalt beschäftigt. Das ist aber so gesehen die Gesamtübersicht. Erstmal, um welches Boot geht es eigentlich? Das geht um die Lalicorne. Das ist eine Amel Santorin 46, also ein 14 Meter langes Schiff, also schon nicht mehr ganz klein. Wir haben ein Center Cockpit und die Energieinstallation befindet sich zu einem kleinen Teil im Motorraum und zu einem weiteren Teil in einer Wachskiste im Cockpit. Und dann gibt es noch eine Anzeige hier im Bereich der Küchenecke und diese Anzeigen werden dann später im Bereich des Nafttisches untergebracht werden. Wenn wir einmal das Bild von der Lalicorne ansehen, dann sehen wir am Besanmast oberhalb von Radar eine kleine Solarzelle. Wir steigen jetzt einmal ein und sehen das Gesamtkonzept. Wir brauchen uns damit aber noch nicht beschäftigen. Ich zerlege das nämlich jetzt in die Einzelteile. Wir beginnen mit diesem Teil hier hinten. Den ziehe ich jetzt mal raus. Das ist der Bestand. Das ist Hausbank und Motor mit Lieferanten und mit Verbrauchern nur schematisch dargestellt. Wir haben also einmal AGM-Batterien, 3 mal 100 Ampere-Stunden
Und wir haben eine kleine Solarzelle, das ist die, die hier am Besanmast ist, die ich gerade angesprochen hatte. Wir haben außerdem, wie bei jedem Motor, eine Lichtmaschine. In unserem Fall dürften das 60 Ampere sein, die also Energie liefert, wenn der Motor läuft, also 12 Volt Strom, der dann eingespeichert wird in der Batterie, Gleichstrom. Und wir haben hier unten noch eine zweite Lichtmaschine, die liefert aber nicht Strom, wenn der Motor läuft, sondern die liefert über die Welle, wenn der Propeller sich dreht, nimmt dieser Wellengenerator die Drehungen von der Propellerwelle ab und verwandelt die in Gleichstrom, die auch hier in die Starterbatterie eingespeist werden. Der Vollständigkeit halber, es gibt hier noch ein Landstromladegerät und dann gibt es hier eine Schalttafel für die 12 Volt Verbraucher. Und damit ist dieses System mit seinen 3 mal 100 Ampere-Stunden AGM-Batterien mit diesen 2 Lichtmaschinen das System, mit dem viele, viele Langfahrtsegler die letzten Jahrzehnte die Welt umrundet haben. Und deswegen wollen wir dieses System hier, so wie es hier besteht, gar nicht verändern, denn es funktioniert, ist auch erprobt und es könnte auch, ich sag mal, in Französisch-Polynesien jederzeit eine AGM-Batterie besorgt werden, wenn die kaputt gegangen ist. Deswegen wollen wir das Konzept, wie es ist, behalten und wollen sozusagen die Lithium-Batterie mit der ganzen Technik als zweites System daneben stellen, was eine bestimmte Verzahnung hat, aber wollen das nicht auflösen. So. Also alles, was jetzt dazu kommt, ist neu bzw. Geräte, die wir schon hatten. Wenn wir 230 Volt haben wollen an Bord, dann brauchen wir jetzt in dem neuen Setup den Multiplus. Der Multiplus ist nämlich ein tolles Gerät, der ist Landstromladegerät und er ist Inverter. Das heißt, er kann hier über den Landstrom bekommen wir Strom über die Sicherung rein. Hier in den Multiplus, im einfachsten Fall sitzt hier unten nach dem Sicherungsschalter und nach den Sicherungen dann, ich sage jetzt mal, unsere Kaffeemaschine. Und wenn wir Landstrom haben, dann würde der Multiplus das einfach nur durchschleifen. Wenn ich keinen Landstrom habe und trotzdem die Kaffeemaschine betreiben will, dann würde der Multiplus das erkennen und würde das praktisch aus der Batterie, aus dem Gleichstrom umwandeln in Wechselstrom und hier der Kaffeemaschine zur Verfügung stellen. Es gibt noch einen weiteren Fall. Wir haben zum Beispiel Landstrom, können aber nicht so viel Leistung ziehen, wie wir brauchen würden. Dann erkennt der Multiplus das. Er ist ja zum Beispiel dann begrenzt auf, ich sag mal 4 Ampere. Da verziehen hier aus dem Landstrom. Wir brauchen aber 8 Ampere. Und dann merkt der Multiplus, okay, ich darf nur 4 ziehen. Wir brauchen hier hinten 8. Ich liefere hier nochmal 4 aus dem Gleichstromnetz dazu. Das ist der Multiplus 2. 12 3120. Das steht für 12 Volt, 3000 Watt und 120 Ampere Ladeleistung. Wir hatten vorhin auf der Motorseite schon eine Solarzelle. Hier sehen wir jetzt wieder Solarzellen und Solaranlagen. Da geht es aber um die Solaranlagen, die die Victron LiFePO-Batterie laden werden. Wir haben am Heck, seitlich am Heckkorb angebracht, 2 Solarmodule mit jeweils 110 Watt. Die hängen runter bei Fahrt und sind fixiert und vor Anker können die hochgeklappt werden oder auch geneigt werden in den richtigen Winkel. Das sind 2 mal 110 Watt Solara-Module mit jeweils einem eigenen kleinen Solarladeregler mit dem 75/10. Das haben wir 2 mal, das sind also 220 Watt. Was wir jetzt, und dieses System hatten wir auch schon auf dem Vorgängerschiff, sind damit sehr zufrieden, das sind sehr gute Solarmodule. Was wir jetzt hier gemacht haben, ist ein anderer Weg. Wir haben uns 2 sogenannte Hausmodule besorgt mit jeweils 2 mal 420 Watt. Und die sind parallel geschaltet auf einen
Solarladeregler, den 100/50, das heißt, er könnte 100 Volt und 50 Ampere verarbeiten. Weil wir damit die LiFePO-Batterie laden wollen, gibt es hier, bevor es praktisch zur Batterie weitergeht, einen, ich sag mal, elektrischen Schalter. Das ist das sogenannte Battery Protect und hier in dem Fall Battery Protect 220. Das ist ein elektrischer Schalter, der über das BMS das Signal bekommt, hör bitte auf zu laden, wenn irgendeine Anomalie auftritt. Ich gehe da später noch ein bisschen näher drauf ein und diesen Schalter wird es später auf der Ladeseite genauso nochmal geben. Hier also jetzt die Solarerzeuger. Wenn am Mittag die Sonne sehr stark einstrahlt, dann würden wir das hier über diesen Schalter, hier hinten sind die Solaranlagen, ja bekommen, würden das in das Netz über diese zentrale Sicherungsschiene und hier über den Hauptschalter Batterie mit seinen Sicherungen dann einspeisen in die LiFePO-Batterien. Das heißt, wenn ich sie nicht direkt verbrauche, die Energie, also hier nicht zum Beispiel am Multiplus eine Kochplatte anschließe, mittags um 12, sodass praktisch dieser Strom hier reingehen würde, hier über den Schalter in den Multiplus reingehen würde, dort gewandelt würde und dann hier hinten an die Heizplatte gehen würde, dann muss ja der Strom zwischengespeichert werden und das würde dann über die LiFePO-Batterien passieren. Es gibt aber nicht nur 230 Volt Strom, sondern es gibt hier auch einen Verbraucher. Da sind die ganzen Schaltpaneele, da ist das Schaltpanel vom Boot, also ich sag mal Navigationsbeleuchtung, Kühlschrank und ähnliches aufgelegt. Und so wie wir hier bei dem Solar einmal diesen Schalter hatten, gibt es diesen Schalter, das Batterie Protect, auch für die Verbraucherseite. Und der wird eben auch über das BMS angesteuert und bekommt dann das Signal, falls hier in der Batterie irgendwas nicht in Ordnung sein sollte. Schalte bitte ab und entlade nicht weiter und der würde hier praktisch dieser Schalter zugehen. Die Verbraucher würden keine Energie mehr bekommen. Ich habe hier einmal die zentrale Sicherungsschiene angesprochen. Wir verwenden hier Bolzensicherungen und dazu das Gegenstück ist praktisch die negative Busbar. Die Lithium-Batterien haben anders als die AGMs eine Entladekurve, die nicht so deutlich über die Spannung sagt, wie viel Ladezustand noch in der Batterie drin ist. Deswegen muss genau mitgerechnet werden, wie viel Strom, wie viel Leistung entnommen wurde. Und ich sage jetzt mal, hier hinten wurde jetzt zum Beispiel gekocht. Dann wird das in dem Fall, dass das aus der Batterie entnommen wird, wird hier mitgemessen, aha, so und so viel Amperestunden sind jetzt entnommen worden. Und dann kann man das sichtbar machen. Dafür ist hier dieser Shunt eingebaut auf der Minusleitung, bevor es hier auf die Busbar geht. Das heißt, alles, was irgendwo im Netz verwendet wird, an Gleichstrom, wird hier mitgemessen. Jetzt haben wir schon fast alles auf diesem Schaubild gesehen. Wir haben hier noch 3 Schalter. Ich habe einmal erzählt, hier hinten auf der Motorseite gibt es einen Batteriehauptschalter für die Starterbatterie und wir haben jetzt hier für die LiFePO-Batterien auch einen Hauptschalter. Da kann ich eine, 2 oder keine Batterie einschalten, also eine, beide oder keine Batterie einschalten oder nur 1 oder 2. Und die Sicherung, die dazu gehört. Dann habe ich das gleiche nochmal für den Multiplus und auch für das Laden. Also alles, was hier hinten bei Laden passiert, könnte ich hier über Laden rausschalten, über diesen Schalter. Das sind Rückfallpositionen, denn die liegen in der Nähe von dem Hauptschalter und in der Nähe von dem 4. Schalter, nämlich hier für die Starterbatterie. Und das ist alles an einem Fleck, deswegen habe ich hier nochmal Schalter für Laden und für Multiplus auch nochmal eingebaut. Das sind sozusagen Notfallschalter, denn dieses
Laden abschalten und das Multi abschalten, das kann ich sowohl über die App machen, also alle Geräte sind auch Bluetooth-fähig, aber ich kann es auch elektronisch über einen kleinen elektrischen Schalter auch tun. Und das ist jetzt nur, dass ich stürze jetzt praktisch, weil irgendeine Anomalität ist zu meiner Wachskiste, klappt die auch und reiße alle Schalter auf Null. Dafür ist das da. Das war jetzt also das Thema Speichern und Verteilen. Jetzt hatte ich angesprochen, dass diese beiden Schalter hier von dem Batteriemanagementsystem angesteuert werden. Und deswegen bauen wir das jetzt mit ins System ein. So sieht das aus, wenn das Batteriemanagementsystem dazukommt. Das sitzt hier oben in der Ecke und ist das Victron VI BMS. Das ist eine verbesserte Version. Es gab vorher das Mini BMS, das hatten wir. Es gibt jetzt wieder eine bessere Version. Es gibt die Version 2 dazu. Wir haben das hier gebraucht gekauft. Das hat nämlich den riesen Vorteil, das hat hier zwei Netzwerkausgänge oder Eingänge, je nachdem. Und mit diesem Netzwerkeingang kann direkt der Multiplus angesteuert werden. Vorher musste man das über invertierende oder nicht invertierende Kabel machen. Die waren relativ teuer und so sind das ganz normale Netzwerkkabel. Außerdem kann dieser Multiplus direkt das Signal Hör auf zu laden und Hör auf zu entladen generieren, sodass praktisch diese Schalter angesteuert werden können. In dem Fall wäre das Hör auf zu entladen und hier wäre das Hör auf zu laden. Oder eben auch, er kann dem Multiplus sagen, ich bin gleich voll, also die Batterie ist gleich voll, reduziere mal bitte deinen Ladestrom, oder ich bin fast leer, hör mal auf, Strom zu entnehmen. Dazu das Batteriemanagementsystem. Ich will aber, also das wäre jetzt sozusagen steuern, aber ich will jetzt vielleicht auch lesen und überwachen. Jetzt gibt es hier noch einen Zentralrechner, den sogenannten Cerbo GX. Bei dem laufen jetzt auch zum Beispiel Datenkabel hier von dem Solarladegerät oder von einem der anderen, ist jetzt nur eins eingezeichnet, alle Informationen hier zusammen und das kann ich dann eben hier auf den GX Touch, das ist ein Touchscreen, alles sichtbar machen, auslesen und auch überwachen, auch Einstellungen vornehmen. Jetzt ist das Schaubild schon deutlich voller geworden. Wir gehen jetzt aber noch ein Schrittchen weiter. Und wir nehmen jetzt nochmal hier die leicht vereinfachte Version von unserer Starterbatterie mit rein und wir nehmen hier oben zwei Module mit rein. Das sind sogenannte B2B-Ladegeräte. Ich hatte ja erwähnt, dass dieses System, so wie wir es haben, also das Bestandssystem, sehr gut funktioniert und dass wir das nicht verändern wollen. Da haben wir 3x AGM drin, wir haben hier zum Beispiel eine Lichtmaschine als Erzeuger, den Wellengenerator als Erzeuger und ich sage jetzt mal, wir sind unterwegs und segeln, generieren jetzt, sagen wir mal hier 25 Ampere. Die Starterbatterie ist ja nur ganz kurz entladen worden über den Anker auf und über das Anlassen und wir segeln jetzt los, sind jetzt, keine Ahnung, eine Stunde gesegelt und diese Batterie ist voll, hat also ihren Vollzustand erreicht. Und jetzt würde praktisch die Energie, jetzt würde sich der Wellengenerator abschalten, weil er ja merkt, die Batterie ist voll. Ich wollte dieses System ja gar nicht verändern. Deswegen habe ich hier ein B2B-Ladegerät zusätzlich eingebaut und das stellt praktisch den Link zwischen der Starterbatterie und der Verbraucherbatterie her. Ich darf die aber nicht einfach zusammenschalten, weil die ja unterschiedliche Lagercharakteristika haben und weil es auch unterschiedliche Batterietypen mit unterschiedlichen Kapazitäten sind. Auch deswegen brauche ich das B2B-Ladegerät. Das B2B-Ladegerät erkennt, die Starterbatterie ist voll und beginnt dann mit einer LiFePO-Ladekurve die Lithiumbatterien zu laden, wenn die Lithiumbatterien noch nicht voll sind. Das heißt, der Wellengenerator würde sich sonst abschalten, wenn er jetzt nur die Starterbatterie hätte. In dem Fall greift aber das B2B-Ladegerät ein und sagt, Mensch, ich habe hier nochmal eine LiFePO-Batterie, die Energie, die lade ich jetzt von hier über darüber hier wieder runter. Und somit können wir
ohne das System zu verändern, von den AGMs auf die LiFePO-Batterie durchladen. Wir sind jetzt durch alle Bestandteile gegangen und sind jetzt wieder in dem Gesamtschaubild. Und wie ihr gesehen habt, glaube ich zumindest, war es jetzt gar nicht so kompliziert. Wenn ihr sowas in der Art und Weise nachkonzipieren wollt, dann würde ich euch empfehlen, schaut euch ähnliche Verschaltungen mal an. Also bei Victron auf der Seite gibt es verschiedene Verschaltungen, an denen habe ich mich sehr stark orientiert. Also man sieht das auch hier unten, alles was Multiplus ist, hat seine Linien, auch was die Batterien sind, das hat auch seine Linien und hier auch diesen Motorblock habe ich einfach nur so rausgenommen schematisch. Das hilft schon mal sehr stark, dann kann man auch mal gucken, wo sind denn Sicherungen drin, wo sind keine Sicherungen drin. Ich habe das jetzt hier mit einem ganz normalen Zeichenprogramm gemacht und habe mir die Handbücher der einzelnen Geräte immer dazu genommen, um zu gucken, wo kommt noch eine Sicherung hin, welches Steuerkabel muss eigentlich wo und wohin und wie wird das alles miteinander vernetzt. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Das ist jetzt unser System, das hatten wir auf dem alten Boot schon ganz ähnlich. Mach gerne deine Anmerkungen dazu. Das ist eins von vielen Systemen, die funktionieren. Wenn du Fragen hast oder dir irgendwas unklar ist, schreib es gerne in die Kommentare rein. Wir haben jetzt dieses System 3 Wochen lang getestet. Das funktioniert. Kleine Anmerkung noch, wir können ihn jetzt hier mit ca. 25 Ampere zum Beispiel aus der Lichtmaschine, wenn der Motor läuft, durchladen auf die LiFePO-Batterien. Wir haben auch schon heftig über den Multiplus Wasser gekocht und das aus den Batterien entnommen. Das hat einwandfrei funktioniert. Umgekehrt haben wir über den Landstrom und den Multiplus die Batterien heftig aufgeladen. Auch das hat funktioniert und wir haben ja jetzt auch die Solarpaneele, die großen hier auch eingebracht. Und ich kann jetzt zum Beispiel berichten, wir hatten heute Morgen einen Ladezustand in den LiFePO-Batterien von 65%, das war um 9 Uhr. Und heute war ein normal sonniger Tag, nicht zu stark, leicht dunstig. Und wir lagen ja in der Marina, das heißt, wir hatten durchgehend eine leichte Verschattung. Wir haben hier in der Spitze 40 Ampere aus diesen 840 Watt Solar rausbekommen und heute Abend um 17 Uhr waren wir bei 85% Ladezustand, obwohl alle Verbraucher liefen, als wenn wir am Landstrom liefen, also sogar mit Warmwasserbereitung und sogar mit anderen 230 Volt Verbrauchern. Also bin ich da sehr zuversichtlich, dass wir vor Anker damit sehr gut auskommen würden. Noch dazu, weil wir ja im Moment weder Lichtmaschine noch Wellengenerator noch die beiden seitlichen klappbaren Flügel in Funktion hatten, weil die ja jetzt im Hafen auch natürlich nicht zum Tragen kommen würden. Unser Energiekonzept macht mir gerne deine Anmerkungen dazu. Wenn dich das Thema Energieerzeugung und autark Leben interessiert, dann kannst du hier dir das Video noch angucken. Das ist das Energiemanagement des alten Bootes, wie wir damit vor den Balearen eine Saison vor Anker gelegen haben und auch das sehr gut funktioniert hat. Allerdings muss ich dazu sagen, wir hatten damals noch einen Benzingenerator. Wenn dir das gefallen hat, hinterlass ein Like und Kommentar und bis zum nächsten Mal.